Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lasst uns lesen. Wir machen weiter mit den deutschen Kulturbildern. Zuerst einmal wünsche ich euch alles ein gesundes neues Jahr. Und ich hoffe, ihr seid gut durch die Feiertage gekommen und habt ordentlich Feinstaub produziert. Und dann machen wir mal weiter. Wir haben aufgehört bei das Zeitalter der Technik, bei Stände und Berufe und machen jetzt weiter mit Bild 283, Berliner Börse. Die älteste deutsche Börse ist die Hamburger, die schon im 16. Jahrhundert Bedeutung hatte. In den Hansestädten gingen die selbstständigen Börsenbesucher bis zum Weltkrieg stets nur in Zylinder zur Börse. Erst im 18. Jahrhundert entwickelte sich im Binnenlande in Frankfurt am Main, Leipzig und Berlin ein reger Börsenverkehr, der im 19. Jahrhundert immer weiter zunahm und die Wirtschaftspolitik weitgehend beeinflusste. Bild 284, Münchner Sommerkeller. Das warme Sommerwetter lockt den Großstädter mit aller Macht aus dem Haus ins Freie. Da der Münchner aber auf keinen Fall auf den Besuch seines Bierkellers verzichten will, stellt er Tische und Bänke ins Freie und trinkt seine gewohnte Maß Bier auf dem Hofe, auf der freien Terrasse des Braukellers oder in ländlicher Umgebung. Bild 285, Schwarzwälder Uhrmacher. Uhrenmachen ist eine alte Schwarzwälder Hausindustrie, deren Anfänge ins 17. Jahrhundert reichen. Der Holzreichtum der Heimat brachte einige Bauern darauf, neben anderen Dingen auch hölzerne Uhrengehäuse zu schnitzen. So entstanden in Schönwald, Triberg und Neustadt die ersten Uhrenwerkstätten und Uhrenschildmaler schmückten die Vorderseite mit bunten Malereien. Bild 286, Eisenbahnkub. Bevor Auto, Flugzeug und Luftschiffe die schnellen Verkehrsmittel wurden, standen nur die Eisenbahnen zur Verfügung. Hier galt das Vierklassensystem, die Abteile waren aber klein und enger als heutzutage. Da es keine Speisewagen gab, mussten die Fernreisenden in den ebenfalls nach Klassen getrennten Wartesälen der Bahnhöfe an einer großen Tafel ihre Mahlzeiten einnehmen. Bild 287, Strandleben. Erst im 19. Jahrhundert begann man die kräftige Wirkung der Seebäder zu schätzen und es entwickelte sich ein Badeleben, das durch seine Prüderie freilich ziemlich lächerlich anmutet. Denn aus falscher Scham ging man in hochgeschlossenen Kostümen ins Wasser, das weder Luft noch Sonne an den Körper ließ. In den Nordseebädern badete man von Badekarren aus, die von Pferden ins Meer gezogen wurden. Ja, und heutzutage, je nachdem, wo man hingeht, ist nur noch ein dünner Streifen zu sehen bei den werten Damen. Aber gut, jedem das seine, ne? Bild 288, Asphaltarbeiter. Die alten Germanen stellten die Verkehrswege meist aus Bohlen und Knüppeln her, eine Bauweise, die dem wald- und moorreichen Lande entsprach. Später genügte für den geringen Verkehr ein Feldsteinpflaster. Der wachsende Verkehr verlangte bessere Verkehrswege. Das neue Reich baute große Autostraßen, die das Land wie ein Netz durchziehen, um den Ansprüchen eines raschen, dichten Verkehrs zu genügen. Das war Stadt- und Landleben. Und es geht weiter bei Alltag und Festtag. Bild 289. Tingeltangel. Tingeltangel ist eine Verbindung von Lokal und Theater, denn die Zuschauer sitzen zum Teil an Tischen neben Erfrischungen ein und während sie die Vorgänge auf der Bühne zusehen. Neuer ist das Kabarett. Hier besteht ein Zusammenhang zwischen Bühne und Zuschauern, indem die Künstler selbst sich an die Zuschauer wenden oder ein Connoisseur die Verbindung herstellt. Bild 290. Musikalische Soiree. Wie die Wohnkultur, so stand auch der Wert der musikalischen Unterhaltung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nicht mehr auf der Höhe der vorangegangenen Zeit. Man vertiefte sich nicht mehr liebevoll in die Werke der Komponisten, sondern engagierte Klavierspieler und Sänger, die zur Unterhaltung beitrugen. Auch der Dilettantismus im schlechten Sinne machte sich breit. Bild 291, Cotillon.
Der Cotillon war ein im späten 19. Jahrhundert beliebter Gesellschaftstanz, zugleich der Höhepunkt des Balles. Er spiegelte die aus Prunkliebe, Standesdünkel und Parvenütüm gemischten gesellschaftlichen Auffassungen der Gründerzeit wider. Der Tanz bestand aus verschiedenen Touren. Ein besonderer Reiz lag im Verteilen von Papierorden an die Herren und Blumensträußen an die Damen. Hier nochmal hat der Autor ein Ausrufezeichen in Klammern gesetzt. Papierorden anbringen klingt schon sehr seltsam, muss ich sagen. Ich meine, was soll das ausdrücken? Was hast du da verdient? Also ein Orden hat ja immer eine gewisse Art von, strahlt ja Ehre aus, ne, für irgendetwas, was man erreicht hat. Und was machen da Papierorden? Gut, heutzutage gibt es das, glaube ich, nicht mehr. Habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen und ich weiß auch nicht, wer sich Papierorden ranhängen soll und darauf stolz sein soll. Gut. Aber heutzutage verteilt man ja gerne irgendjemanden Orden, vor allem sich gegenseitig für irgendwelche Leistungen. Egal. Bild 292. Kindergeburtstag. Der Geburtstag oder Namenstag ist ein ehrwürdiges Stück deutsches Brauchtums. Zur Bescherung gehört der Geburtstagskuchen, wobei die Anzahl der Lichter den Lebensjahren entspricht. Neben dem fröhlichen Spiel ist die Nachmittagstafel mit Schokolade und reichlicher Schlagsahne im Kreise der Gespielen der Höhepunkt des Tages. Die reichlichen Genüsse nahmen die Sitte der Erwachsenen nach. Bild 293. Fackeltanz bei Hofe. Schon seit den Tagen Kaiser Maximilian I. war an deutschen Höfen die Sitte des Fackeltanzes beliebt. Waren es früher meist Mumereien, bei denen die Maskierten mit der Fackel der Tanz anführten, so blieb bei den preußischen Hoffesten im 19. Jahrhundert davon nur die Zeremonie des Fackeltanzes übrig. Er leitete zum Beispiel ein Hochzeitsfest ein, wobei die königlichen Minister den Reigen, eine Art Polonaise, eröffneten. Bild 294. Weihnachtsbescherung. Die alte hölzerne Baumpyramide mit brennenden Kerzen wurde im 19. Jahrhundert in Deutschland von den immergrünen Tannenbaum verdrängt, beide altgermanische Symbole der neugeborenen Sonnen- und Naturkraft. Die damit verbundene Christenbescherung ist nur in Deutschland und Skandinavien heimisch und macht Weihnachten zu einem eigentlichen Kinderfest. Gut, das war Alltag und Festtag. Und jetzt kommen wir zum letzten Teil von diesem Buch. Und zwar Spiele, Jagd und Kriegswesen. Bild 295. Touristik. Die Bergsteigetouristik ist, abgesehen von Petrakas Beispiel im 14. Jahrhundert, ein noch junger Sport. Der junge Goethe mit seinen Schweizer Bergtouren und der Brockenbesteigung im Winter war einer der ersten, der das Bergsteigen um seiner selbst willen schätzte. Ins 18. Jahrhundert fallen auch die ersten rein sportlichen Gipfelbesteigungen, Mont Blanc, und in das 19. Jahrhundert die der übrigen Alpengipfel. Bild 296. Frauenturnen. Seit Turnvater Jan dem deutschen Volke den Weg wies zur Ertüchtigung des Körpers als nationale Aufgabe, sind beinahe 100 Jahre vergangen. Aus bescheidenen Anfängen entstand die Sportbewegung der ganzen Nation. Früher hatten die Frauen nur weniger Bürgerkreise an Turnen Anteil, heute darf die Frau in der Leibesübung nicht zurückbleiben, denn sie trägt die Verantwortung für künftige Geschlechter. Eigentlich eine ziemlich gute Idee, findet ihr nicht? Na gut. Was machen die Damen da eigentlich? Das sieht sehr seltsam aus. Machen wir weiter. Bild 297. Schnauferl. So nannte man in Süddeutschland die frühen Kraftwagen, denn sie keuchen weit hörbar durch die Straßen, dass Fußgänger und Droschkengäule entsetzt hinschauten. Das Automobil war nämlich eine Droschke, die vorne die Pferde fehlten, und es dauerte lange, bis es mit Verbesserung des Motors und Getriebes die Form fand, die seinen Zweck entsprach. Der deutsche Karl Benz ist der Erbauer des ersten Kraftwagens. Hier da mal kurz, wie fantastisch ich das Deutsch finde. Kraftwagen.
Einfach nur Kraftwagen. Das ist schon eine nette Idee, dass man einfach sagt, ja, Kraftwagen. Warum sagen wir eigentlich Auto, wenn wir doch lieber Kraftwagen sagen können? Naja. Bild 298. Rollschuhläufer. Im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts kam auch in Deutschland der in England und Amerika bereits bekannte Rollschuhsport auf. Besondere asphaltierte Rollschuhbahnen, Skating-Rink genannt, wurden angelegt, bis dann im Anfang unseres Jahrhunderts der Straßenasphalt eine gute Lauffläche bot und das Rollschuhlaufen zeitweilig ein weit verbreiteter, nicht nur von Kindern geübter Sport wurde. Bild 299. Manöver. Die regelmäßig, hauptsächlich im Frühjahr und Herbst stattfindenden großen Truppenübungen bedeutete für den Soldaten wie für die Bevölkerung des Städtchens, in dessen Nähe das Manöver abgehalten wurde, einen angenehmen Wechsel im Einerlei der Tage. Mit klingendem Spiel zog das Regiment in die Stadt ein und genoss nach der Anstrengung größerer Freiheiten als im Kasernendienst. Und das letzte Bild, komplett für die ganzen deutschen Kulturbildern, Bild 300, Lawn-Tennis. Das von zwei Partnern mit netzbespannten Schlägern über ein Hindernis hin und her gespielte Beispiel ist in Deutschland schon im 16. Jahrhundert bekannt. Die heutige Art und Benennung stammt aus England, woher es vor rund 60 Jahren wieder zu uns kam und bald begeisterte Liebhaber fand. Erst in den letzten Jahrzehnten entwickelte sich das Spiel zum Sport, der sich auch eine zweckmäßige Kleidung schuf. Und das war's. Deutsche Kulturbilder, einmal komplett durchgelesen, alle 300 Bildchen. Wobei noch eins fehlt, würde ich aber nochmal nachreichen mit einem Bild. Und für den Abschluss, ich hatte ja damals bei den deutschen Sagen, gesammelt von Brüder Grimm, auch so eine kleine Musikeinspieler gebracht, möchte ich das diesmal nochmal so ähnlich aufziehen. Allerdings möchte ich etwas für euch singen und ich hoffe, ihr singt mit. So, ich packe mir mal ein paar Stecker ins Ohr. Schon mal vorweg. Ich werde das Lied der Deutschen singen, beziehungsweise die komplette deutsche Nationalhymne, alle 3 Strophen. Und ich hoffe, ihr werdet mitmachen, beziehungsweise vielleicht kennt ihr die ja noch gar nicht. Ich muss sagen, gerade die 2. Strophe finde ich am besten. Aber lasst uns mal machen. Deutschland, Deutschland, über alles in der Welt, wenn es steht zu Schutz und Trotze, brüderlich zusammenhält, von der Maas bis an die Memel, von der Etsch bis an den Belt. Deutsch. Los, los, los! Feuer! Für den Kaiser! Für Deutschland! Weiter feuern, Männer! Für den 2. Stock! Für das Wasserland! Deutschland, Deutschland, über alles in der Welt, wenn es stets zu Schutz und Trotze brüderlich zusammenhält, von der Maas bis an die Memel, von der Etsch bis an den Belt. Deutschland, Deutschland, über alles in der Welt. Deutschland, Deutschland, über alles in der Welt.
Deutsche Frauen, deutsche Treue, deutscher Wein und deutscher Sang sollen in der Welt behalten ihren alten, schönen Klang, uns zu edler Tat begeistern, unser ganzes Leben lang. Deutsche Frauen, deutsche Treue, deutscher Wein und deutscher Sang. Deutsche Frauen, deutsche Treue, deutscher Wein und deutscher Sang. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterpfand. Blühe im Glanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. Blühe im Glanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterpfand.